Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe vom UptownTALK. QAI Ventures begleitet Startups beim Heranwachsen im Quantenökosystem. Mit Risikokapital, Hardware-Zugang und einem physischen Standort hier bei uptownBasel in Arlesheim sollen die Startups beschleunigt werden. Und heute findet mit dem Investor Day ein ganz wichtiger Schritt für 4 ausgewählte Startups im Accelerator-Programm statt. Alexandra Beckstein, heute ein ganz wichtiger Tag hier bei uptownBasel für QAI Ventures. Bei welcher Basis von dem ganzen Accelerator-Programm sind wir heute angekommen? Um was geht es beim Investor Day? Wir sind heute fast am Ende von unserem ersten Accelerator-Batch angekommen. Das heißt, wir haben heute die Startups, in die wir ja auch alle investiert haben über unseren Accelerator, mindestens über den Accelerator, in einige auch über unseren Fonds, haben wir heute anderen Investoren vorgestellt, weil alles, was wir natürlich möchten, ist, dass die Startups wachsen. Und sie wachsen nicht nur mit unserem Geld, sondern wir haben heute auch sehr stark wieder gelernt, dass die Startups sich mit mehreren Investoren entwickeln müssen, dass sie in verschiedene Ökosysteme eintauchen müssen, um sich zu entwickeln. Und genau das haben wir heute versucht darzustellen. Jetzt QAI Ventures befindet sich auch in einem großen Ökosystem hier bei uptownBasel. Ich denke, die Startups sind ganz dankbar, dass sie QAI Ventures an ihrer Seite haben. Aber wer hat es eigentlich ermöglicht, dass QAI Ventures das hier so umsetzen kann? Ja, das ist natürlich ganz klar uptownBasel. Wir sind ja ein kleiner Teil eigentlich nur von einem riesigen Innovationsökosystem. uptownBasel, entwickelt von Hans-Jörg Fankhauser und Dr. Thomas Stehlin. Auch Quantentechnologie ist nur ein kleiner Teil von diesem gesamten Ökosystem. Wir sind uns dem sehr bewusst und das ist eigentlich unser Unique Proposition Value. Was wir hier gemeinsam mit den Startups entwickeln, können wir nur, weil wir hier diese ganze Innovationsumgebung haben, weil wir Hardware, Quantenhardware hier auf dem Campus anbieten können, weil wir die großen Quantencomputer-Hardware-Firmen auch hier anbieten können. Dieses ganze Netzwerk ist natürlich durch uptownBasel ermöglicht. Sebastian, let me know what QAI is all about. So QAI is doing quantum computing. We want to make this quantum computing happen before the next decade, because at the moment we have really nice hardwares. They are improving, but we don't take use of them. And what we do at QAI is to design algorithms which are specific for one application, for instance for chemistry problems, and then we map that to the hardwares to find new solutions. Jetzt würde es mich interessieren, das nächste Startup, um was geht es dann ganz genau bei Anacor? Bei Anacor bauen wir mit Planck die Plattform und Ökosystem für Quantenapplikationen. Das heißt, wir wollen den Entwicklern von Quantenapplikationen eine Plattform bieten, die es ihnen ermöglicht, ihren Code der Industrie weitläufig zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze haben wir jetzt seit 4 Jahren aufgebaut, mittels Unterstützung eines Forschungsgrants. Und da machen wir jetzt auch genauso weiter. Dominik, let me know, what is Quantum Data Center all about? Quantum Data Center is all about building hybrid quantum classical computing. So we all know that it's going to be 10 to 15 years before we reach fault-tolerant quantum computing. And so what we're building is we're building products for, particularly for logistics and supply chain companies, to be able to take advantage of quantum computers as a coprocessor, the same way that GPUs are used as a coprocessor with CPUs. And so our current product is an optimization algorithm, and it's used for solving optimization problems in real time that are currently deemed unsolvable. Nicole, please let me know, what is Moonlight AI all about? Yeah, Moonlight is using computer vision to actually see genomic information directly from liquid samples like a patient's blood, bone marrow, or a cytology sample. What are the biggest challenges for Moonlight AI at the moment? I think getting access to patient data is something that's really difficult. We use anonymized patient data and we work very closely with data partners in labs. We develop prototypes and then implement them in those labs. So a second challenge is actually scaling up to multi-lab algorithms. Roger Burger von JP Morgan, heute hier beim Investor Day bei uptownBasel von QAI Ventures. Was braucht ein Startup Ihrer Meinung nach, damit es für Sie als Investor interessant ist? Ja, ich denke, es muss schon den Nerv der Zeit treffen. Es muss natürlich auch verheben. Ich denke, die Fundamentals müssen stimmen. Wir als Ökonomen schauen immer auf das. Man schaut auch sehr schnell immer auf Cashflows, aber die Story dahinter muss stimmen, das Wachstum muss stimmen. Und so, wenn es dann gut gegründet ist, dann gibt es sicher Sachen, die man anschauen kann. Was sagen Sie zu der Auswahl von diesen 4 Startups, die QAI Ventures pusht hat in den letzten paar Monaten, was Sie heute vorgestellt bekommen haben?
Ja, also ich kann jetzt natürlich wenig sagen über den Outcome, oder? Das wäre nicht seriös, aber ich sage mal, ich finde das Event sehr ein gutes Event. Ich finde die Auswahl von diesen 4 Ventures finde ich gut gewählt. Vor allem Diversität, also es zeigt eigentlich die ganze Value Chain oder die ganzen Möglichkeiten, die Quantum oder AI kann bringen, zeigt es auf. Ich habe Keynote sehr gut gefunden, eigentlich in der Mitte, wo es auch so ein bisschen noch soll aufzeigen, wie man Expectations soll managen in dieser Industrie oder in dem upcoming Feld von Research und Wissenschaft. Also von dem her sehr ein gelungener Abend, Nachmittag und sehr gute Vorträge. Ja. Olivier, today we are here at UptownBasel for the accelerator program of QAI Ventures, and you had a speech because you're an expert when it comes to quantum. What would you like people to know more when it comes to this whole topic of quantum technologies? Wow, it's a marvelous world if you are curious, because there's so much science and technology and new stuff to discover. So if you're a scientist, if you're an engineer, if you're a software developer, if you're anywhere in the tech world, it's the right place to be, because you can discover much stuff. There's a lot of stuff you won't understand at the beginning, but you learn a lot, and that's what I like in this world. When you have a speech in front of the audience, I sometimes assume that the audience does not know anything about quantum, and sometimes you have a speech in front of an audience that knows a lot about quantum. How different approaches do you choose when you really have to adjust your speeches to different audiences? Okay, it's always challenging, whatever the situation. If you talk to high-level PhDs or sometimes a Nobel Prize, it's very difficult because you have to be knowledgeable about what you talk about. And if you talk about somebody, some audience who's not knowledgeable, yeah, of course you have to find analogies, ways to explain stuff. Usually you talk more about the use cases. So you don't detail about the state of the art of the technology, how it works, even what is a qubit, or you don't talk about quantum physics. You have to explain what could be the potential use case. But where it starts to be difficult, sometimes you have to explain also why it's not available yet. And if you go into that course of discussion, you still have to do a little bit of technology explanation. So it depends on the audience. Yes, of course, you got a lot of tuning. Today you heard 4 pitches of 4 startups. What has the biggest impact on you on these 4 speeches that you heard? Oh, they all were interesting for different reasons. Anacor from Germany was showing how they were building an ecosystem of users around the kind of cloud offering and making sure that large corporations can use quantum computing and share what they do. Kipu was interesting because he was able to show how they could solve complicated problems in the short term, even though quantum computing is not mature enough, and so on. So there were a lot of very interesting things and different views. I knew about these companies, but not enough. So I learned a little bit more on what they did. Olivier, thank you so much for being here today at QAI Ventures. Thank you. Bye-bye.